Tag gesagt und Ahoi. Vor einiger Zeit habe ich ein Video zur Artenbestimmung von Landeinsiedlerkrebsen hochgeladen. Ich habe den Brevimanus und den Rugosus vorgestellt. Das Video findet ihr in der Infobox. Heute geht es um 3 weitere Coenobita-Arten, also bleibt dran. Die Körperfärbung der Landeinsiedlerkrebse ist in der Regel kein bestimmtes Anzeichen für eine Bestimmung einer Art. Die markantesten Merkmale sind die Augen und die Augenstiele sowie eine Rückenzeichnung und die große Schere. Eine sichere Bestimmung ist nur in Kombination dieser 3 Merkmale möglich. Wir fangen also mal mit dem Compressus hier an. Compressus kommt aus dem Lateinischen und steht für Druck, wird auch Pacific Crab genannt, kommt an der Westküste Amerikas von Mexiko bis Chile vor. Compressus sind von der Grundfarbe her bräunlich, ein gewisser Gelbstich ist normal. Bei Jungtieren kommt es vor, dass sie bläulich oder grünlich wirken, so wie bei diesem hier. An den Spitzen des ersten Laufbeines sind die Farben dunkel, an den Beinen sind oft dunkle Streifen. Wir erkennen weiter die diagonalen schwarzen Markierungen hinter den Antennen. Compressus und auch Rugosus sind die kleinsten Landeinsiedlerkrebsarten. Auf der großen Schere erkennt man Strichmarkierungen. Die Augenstiele sind oben breit und unten schmaler, farblich hell bis gelblich und die Augen selbst wirken von vorne betrachtet länglich und oval und sind dunkelbraun. Anders als beim Rugosus hat der Compressus keine schwarzen Punkte in den Augenstielen. Weiter geht es mit dem Clypeatus, lateinisch für der Schildträger, wird auch karibischer Landeinsiedler oder Purple Pincher genannt. Ihr seht hier eindrucksvoll warum. Der Purple Pincher ist die einzige Landeinsiedlerkrebsart in der Karibik. Habe ich selbst schon in Costa Rica gesehen. Die Körperfarbe geht von bräunlich über lila im Alter hin zu rot, während die große Schere immer lila ist. Von vorne wirken die Augen rund und etwas dreieckig. Die Augen selbst sind bräunlich. Auf den Scheren sind kleine Haarbüschel zu erkennen, die zur Wasseraufnahme dienen. Und es gibt keine Strichmarkierungen auf der großen Schere. Seitlich betrachtet wirken die Augenstiele unten breiter und leicht geknickt. Ihr seht hier auch den dunklen Punkt im Knick. Farblich sind die Augenstiele hell, was nach oben zu den Augen hin dunkler werden kann. Die große Schere ist wuchtig breit, die eigentliche Zange aber recht kurz, womit sie aber trotzdem recht doll zukneifen können, wie man hier sieht. Aua. Als letztes stelle ich euch den Violaskins vor, aus dem Lateinischen für veilchenartig, auch Viola oder Viola Sunset genannt. Violaskins kommen auf vielen Inseln und Küstenregionen im Indopazifik vor und sind, wie der Name verrät, überwiegend violett gefärbt. Jungtiere sind in aller Regel noch beige-rötlich, weshalb sie oft mit anderen Arten verwechselt werden. Besonders markant sind auch hier die Augen und Augenstiele. Die Augen selbst sind von vorne betrachtet länglich, rund, oval und schwarz. Die Augenstiele sind der Körperfarbe ähnlich, bei Jungtieren also rot und bei erwachsenen Tieren eben violett. Von der Form ist der Augenstiel her gerade und die große Schere hat keine besonderen Markierungen. Die Körperfarbe ist hier ähnlich wie beim Purple Pincher, der Violaskins lässt sich aber eindeutig anhand der Augenstiele erkennen. Ich hoffe, dass dir dieses kleine Artenbestimmungsvideo gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über dein Abo und deinen Daumen. Wir sehen uns wieder und zwar beim nächsten Mal.